Was ist denn mit der Rute los? Schönen guten Morgen, Leute. Wir sind wieder zurück. Wir sind meine Wenigkeit und mein fantastischer Kameramann Stefan. Sag mal hallo Stefan. Hallo Stefan, ach so. Genau. Hallo. Ja, das war eigentlich jetzt gerade alles ein bisschen spontan. Ich wollte Stefan abholen, bin hier gerade noch am Sicherungskopie fertigstellen von unserem letzten Dreh, weil der liegt gerade 2 Tage zurück. Dann habe ich Stefan abgeholt, gesagt, hier komm, wir müssen noch mal kurz ins Büro fahren, ich muss da noch was fertig machen. Und jetzt sind wir hier gelandet und dachten, es ist eigentlich schon lange überfällig mal vorzustellen, wie denn so das Fishzone Headquarter derzeit hier aufgebaut ist. Und vielleicht zu dieser ganzen Story oder auch zu mir oder der Fishzone Entstehungsgeschichte. Ich habe tatsächlich damals das alles in einem ziemlich roughen Weg aufgebaut. Ich glaube, das hätte bessere, einfachere Optionen gegeben. Das begann alles mit 3 Jahren Homeoffice, in dem ich in einem Zimmer meiner kleinen Wohnung das alles vorbereitet und aufgearbeitet habe. Meine Wohnung zum Ende hin immer mehr aussah wie so eine Fabrik. Also es gab da kaum noch Wohnen. Es war halt wirklich am Ende so, dass einmal die Woche 10 Menschen dort waren, wir Kisten verpackt haben und dort einfach nur alles voller Sand war, Pappschnipsel und einfach ein totales Chaos. Und ich irgendwann gemerkt habe, scheiße, ich brauche jetzt ein Büro, so es muss rausgehen und ich brauche das nächste Level. Und dann bin ich hier an diese Firma gekommen, Soul Bottles heißen die machen im Prinzip Glasflaschen und beschäftigen sich auch viel mit Plastikvermeidung. Und bin hier in so einen kleinen Coworking Space reingerutscht, mega gut, mega coole Leute, das war für mich ein Riesenschritt. Und ich hatte damals wirklich so mit Spanplatten mir hier so ein Bretterbudenbüro abgetrennt, in dem ich dann 1 Jahr gearbeitet habe. Das Unternehmen hier, die haben eine Fördermaßnahme, Soul Incubator nennen die das. Das ist eine Fördermaßnahme zur Plastikvermeidung, wo am Ende 100 verschiedene kleine, ganz junge Startups, die alle Lösungsansätze haben, um Plastik zu vermeiden. Am Ende sind von diesen ganzen Unternehmen die besten 20 Ideen hier in diesem Coworking Space zusammengekommen und es ist halt wirklich ein schöner Verbund aus einem Haufen jungen, kreativen Menschen, die irgendwie alle interessiert sind in Umwelt, in Plastikreduzierung, alternative Ideen und da fühle ich mich halt auf jeden Fall super wohl. Und in diesem ganzen Zusammenhang habe ich jetzt hier das Büro eingerichtet bekommen, habe jetzt hier wirklich auch ein abgetrenntes Büro mit Fenstern und so, das war dann für mich auch so ein Mega-Schritt, so Next Level, ich habe jetzt ein Büro. Es ist immer noch eine kleine, verrückte Erfinderwerkstatt. Wirklich manchmal ein bisschen chaotisch. Ich bin halt auch so immer am Tüfteln, immer am Machen, bis nachts um 3 manchmal noch die schnellen Produkt fertig konstruieren, ab in den Drucker, um dann direkt wieder zum nächsten Dreh zu fahren, das dort zu testen. Also das ist hier so der Bürobereich, in dem viel Entwicklung, Büroarbeit und auch, es gibt auch diesen kleinen Drucker, Produktionsraum, der ist hier hinten drin, hinter mir. Hier oben gelagert hat man dann den Messestand. Dann gibt es noch unten in einem anderen Abteil so einen abgetrennten Bereich, wo nochmal verschiedene Produktionsabteilungen sind. Nicht weit entfernt von hier, 5 Kilometer, ist meine Behindertenwerkstatt, also die Menschen, die die Produkte verpacken. Das ist nochmal eine ausgelagerte Institution. Also das ist hier so das Erfinderbüro mit teilweise Produktion, Bürobereich. Es gibt unten noch einen Produktionsbereich und dann eben ausgelagert noch ein paar andere Abteilungen, die da mitwirken an Fishzone. Ja, und hier ist es schön, ich fühle mich wohl, nette Menschen draußen. Man hat die Chance, mal hier ganz entspannt eine Runde Tischtennis zu spielen. Gutes Spiel. Es gibt Mittag immer super leckeres Essen, was hier ein toller Mensch macht. Und ja, das ist für mich hier echt eine traumhafte Umgebung, um da so die nächsten Level zu erarbeiten.
36 Grad, wir haben ja so eine richtig krasse Hitzewoche uns ausgesucht und heute sind wieder, ich weiß nicht, zu irgendwas zwischen 5 und 38 Grad. Wir fahren jetzt nach Kiel, ich denke, das sind so 400, 500 Kilometer, 400 wahrscheinlich eher, und angeln dort die ganze Zeit vom Boot. Also die Badehose ist auf jeden Fall dabei, weil ich denke, ansonsten geht man da krachen. Ja, es wird geil. So, die Kopie ist in einer Sekunde fertig und jetzt geht's auf zu Lars an sein wunderschönes verkrautetes Flüsschen. Meine Mission: Flussangeln abschließen. Fish or die. So ist das Motto hier jetzt. Nach allen 3 Flusstouren ist das jetzt hier das Abschlussmotto. Fangen oder sterben. Moin. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Ich habe ja, mein Vater kommt aus Schwerin. Das ist nicht genau hier, ne? Aber so ein bisschen Norden ja auch. Ich fühle mich im Norden irgendwie so ein bisschen heimatlich. Ist das schon dein Boot? Genau, das Aluboot und das hier vorne. Ja, geil. Ja. Leute, also wir erzählen euch dann später mal, was wir genau machen und was wir vorhaben. Nur mal ganz kurz: in diesem wunderschönen Gefährt, kann man Gefährt sagen, auf dem Wasser, ist auch ein Fahrzeug, oder? In diesem Gefährt verbringen wir die nächsten 4 Nächte, ne? Ja. Ist das da oben dein Bus, Fish or Die? Ja, genau. Habe ich gleich gedacht, das ist er doch. Hier, guck mal, hast du schon mal einen geilen Hut gesehen? Eben gerade. Mein Ich habe mir aber auch, Schirmmützen eingepackt, dass wir jeder eine haben, weil das Nein. ist, glaube ich, zu doll. Für den Nacken ist das halt einfach ein Traum. Außerdem sehe ich dann aus wie Jacques Cousteau. Kriegt ihr hier so einen schönen Puschel hinten ran. Schön puschelig und elegant. Funktional, da musst du aufpassen, dass das Schuh nicht auseinanderfällt, Mann. Aber ich hab auf jeden Fall keine Schweißfüße mehr, kann man sagen. Ne? Leute, sagt doch jetzt mal, schreibt mal in die Kommentare, was ist denn wichtiger? Aussehen oder Funktion? Ja? Also das ist auf jeden Fall der Anti-Schweißfußschuh. Dann haben die tatsächlich gefragt, ob ich einen am Dach habe. Die haben gedacht, ich sitze mit der Waage auf dem Steinberg und mache doch sonst was. Ja, musst aufpassen, sonst kommt das Auto mit den bunten Lichtern. Dann bist du eingeladen. Aber soll ich die jetzt hier noch mitnehmen? Ich habe die extra gesammelt für uns. Also wir haben 2 Beutel voll. Genug, ja? Okay. Wir können die sonst für die letzte Nacht lassen. Dann lassen wir alles. Aber ich sag mal, wenn wir 40 Steine haben. Weißt du, Lars, ich find das nicht okay. Ich habe mich hier so gut vorbereitet. Du sagst immer nur nein, nein, nein. Dann halt nicht. Das sieht auch wild aus. Oh, ich musste da einkaufen, ich wusste auch nicht was. Vielen Dank, super, Ja. dass du das gemacht hast. Guck mal Leute, das ist unser Kühlschrank. So schnell wieder zumachen, bevor es warm wird. Bei dem Wetter. Platz haben wir auf jeden Fall mehr als genug. Geiles Boot. Und da ist sogar ein Durchlauferhitzer. Genau, Durchlauferhitzer für Dusche draußen, Warmwasser hier. Der Kocher hat 4 kW, hier ist eine Abzugshaube, es hat jeweils Licht, hier auch überall, auch alles dimmbar. Und dann kann man hier sich auf das warme Wetter einstellen. Mega geil. Genau.
Aber ich sag mal so, wir sind auf jeden Fall auch Tag und müssen hinkommen. Ein Freund von mir, der ist Schreiner, der hat sich so ein kleines Schlafboot selbst gebaut. Ja. Aber da wird dann so ein Zelt so raufgespannt. Ja. Und dann schläfst du da und das ist halt wirklich eng. Also ich Ja. würde sagen, ja, da hast du vorne eine Plattform, die ist halb so groß wie deine und hinten passen gerade so 2 Leute rauf. Ja. Leute, ey, ist das mal ein Luxus, ne? Also irgendwie bin ich im richtigen Business gelandet, kann man sagen. So, was ein Leben, ey. Ja, das stimmt. Ja. Ja, nee, ich bin auch gespannt. Ich freue mich und ich glaube, da ist was zu holen. Wir haben nachher Kraut bis knapp unter die Oberfläche und zwar flächendeckend. Und da sind jetzt nachher tatsächlich 3, 4 Plätze, die sind sandig, wo die Fische gefressen haben. Und ansonsten haben wir Kraut. Also wir haben Fadenalgen, Fadenschwamm, wir haben Grünalgen, das Fallkraut ist raus, die Mummeln sind da. Wasserpest, ihr seht das ja selbst, ich habe vorgestern hier frei gemacht, das war alles Ja, raus. stimmt. Wir haben das komplett an die Ränder gezogen, das ist alles angetrieben in den letzten 2 Tagen. Wir haben Kraut ohne Ende. Mir geht es eher so um dieses Abenteuer. Ja. Fische fangen ist natürlich geil, Ja. aber ich habe wirklich so abenteuerliche Erfahrungen gemacht. Ich war im Rhein schwimmen, hier so auf dem Boot pennen zwischen den Seerosen. Und wenn wir da noch einen Fisch fangen, dann ist natürlich alles perfekt. Dafür werden wir viel tun. Boah, ist warm drin, oder? Wenn Ja, wir wieder das ist rausgehen. Thermometer, guck mal. Eigentlich bis 30 Jahre. Und Norddeutschland ist ja eigentlich immer kalt, habe ich gehört. Ja, und Regen. Ja, aber das sieht man, ne? Wir bräuchten morgen Räucherfisch 3 Stück. Kannst du welche entbehren? Zum Mittag oder zum Abendbrot? Ich habe gehört, das schmeckt ja besonders gut. Die Norddeutschen sind mir vom Temperament immer recht angenehm. Pott mag ich auch ganz gern, so Ruhrgebiet, die sind auch immer sehr gern. Und es gibt natürlich überall nette Leute, aber in Norddeutschland ist immer so vom Schnack her, auch wir waren in Osnabrück hoch und dann immer alle, die vorbeigefahren sind, so moin und schon was im Köcher, moin. Da hatten wir andere Regionen, wo dann so Hundebesitzer ankamen. Naja, Angler mögen wir ja nicht so gern. Wie euch auch nicht. Mit 12er Schnur Ja. gehabt. Mhm. Also Ja. 0,2. Ja. Das geht auch, aber dann ja auf Weißfisch. Ja, das geht mit Sicherheit. Ja, wir sind mal gespannt. Die erste Nacht werden wir wohl nicht auf Waller fischen, aber auf Karpfen Fehlt mal ein Gewitterkuss, damit Ja. das Wasser wieder. in Gang kommt. Ja, ja. Ja, danke. Lars, du hast doch diese Schuhe, ich habe die jetzt geschenkt bekommen und ich habe mir mit der Schere vorne Löcher reingeschnitten, weil ich es nicht ausgehalten habe. Ich wurde ausgelacht, weil ich aussehe wie ein Obdachloser. Von allen, von meinen Freunden auf der Arbeit, Coworking Space, Mitbewohnern, alle haben immer gesagt, Alter, was ist denn mit deinen Schuhen los? Und ich habe gesagt, naja, vorher haben meine Füße geschwitzt, dann habe ich mir die Schere genommen und mir Löcher reingeschnitten. Ja, das hier ist meine. Der passt sogar in den Schuh rein. Und das andere hier, das ist meiner, weil der passt zu mir. Guck mal, wie luftig der ist. Ja. Spürst du schon den Wind an den Füßen? Ja, wirklich. Der Wind ist nicht gut. Nee, hat er schon gesagt. Und die Außenwind, die Hitze ist ja meistens nicht gut, ne? Aber du kannst das auch haben, dass die heute Abend die Aale verrückt spielen. Das ist immer das Ob die Schöne. Karpfen Hunger haben, das ist so eine Sache. Aber irgendwann haben sie ihre Fresszeit. So, angeblich kann er rudern, konnte er nicht. Mit dem Arschrutscher dümpelt einer. Ne? Ich denke, was ist das denn für einer? Für dieses Stück brauchst du noch ein Beiboot. Nee, das ist eine Gerade. Dann musst du doch kein Beiboot haben. So, dann, jetzt ist mein Pflaster weg und ich habe eine Blase. Ich denke, was ist das denn für eine? Und hier Regisseur und der André, der Zweite und Skript und so weiter. Ich habe mich totgelacht mit ihm. So eine Mimose. Ich lache mich tot. Und irgendwie soll das ein Fernsehstar sein. Nee, also da hast du ja andere Kaliber, weil im Rhein, ich habe mir schön an den Muscheln meine Füße zerschnitten, teilweise immer auch richtig so 10 cm Cut hier, so richtig tief sogar. Und ich bin trotzdem über die Steinpackung gejoggt. Da kenne ich nicht. Ja nichts an der Füße. Wenn der Fisch beißt, aber hat ja nicht mal Fisch gebissen. Trotzdem, der Wille war da. Aber das war echt schon ganz schön ordentlich. Ey, zum Glück habe ich ordentlich Hornhaut, weil das war richtig tief. Ich hatte mir gedacht, dass du das Aluboot fährst. Ich fahre das Aluboot? Mhm. Ja. Ich bin heute Kapitän. Ja. Mit wuchtigen 1,3 PS. Maschine. Da rein. Musst du zusehen, dass du da rauskommst und wir wollen aber Strom auffahren, ne? Also ich starke mich erstmal so raus da und in der Mitte dann mein Motor an. Hier vorne, du weißt ja, Boot, hier kannst du da vorne abmachen.
Da ist das orange Band, daran kannst du dich raushangeln, kannst dich so Wo ist das orange Band? rausschieben. Ich denke, das vom Steg bis vorne durch. Ja, ich bin noch nicht so dicke Aluboote gefahren, also kleine natürlich schon öfter, aber okay, schafft man schon mal. Angeschlossen ist. Ja, ist alles fertig. Gut, dann würde ich mir jetzt kurz die Badehose anziehen, mich ums Angebot kümmern und dann fahren wir los. Wir würden gegebenenfalls da vorne auf dich warten. Wir bleiben in Verbindung bis Freitag. Klaus, hol mich! Ich hänge im Baum! Well, when I woke up, she was looking at me. She told me I've been cheating on her in her dream. Boah, die Wespe. Besorgst du gerade das Abendessen? Lord, it wasn't a thing I could do or say to change her mind any way. She told me that things was gonna change if I wanted her. I couldn't stay the same, so I stopped going out on Friday nights. I stopped drinking with the boys. Yeah, everything she asked left in the past, just to try to bring her. Das ist schon heftig hier so. Hier geht's noch. Hier geht's noch. Nee, einfach so super klares Wasser, Ja. alles voller Pflanzen. Die Enten schwimmen im Boot hinterher. Was ist denn da eigentlich los? Die stehen auf Berliner Jungs. The one I bought her when I sold my old GT. And I bumped in to my good friend, and he asked me where the hell had I been. So I told him what she told me. If I didn't change, she was gonna leave. So I stopped going down on Friday nights. I stopped drinking with the boys. Everything she asked, I left in the past, just to try to bring her joy. For the record, it can't be understated, I'm domesticated. Dann haben wir den Fixpunkt. Strömung und Wind kommt so. Weißt du, dann drückt das hier gegen und dann spanne ich die durch. Das hört sich das super an. Ja, machen wir das so. Ich würde es halt so weit wie möglich an Schilf packen, ne? Dass da auf gar keinen Fall irgendwie eine Rute beeinträchtigt ist. Ja, ja. Perfekt. Sozusagen mal aufwendige. Also Leute, mal ganz ehrlich, das hier wird krass. Also das wird krass. Und Lars, der wirkt ja schon mal ziemlich professionell. Professioneller Typ, geile Angelbedingungen, ist gleich mega Fisch, oder? Aber es wird richtig geil. Ist schon. Ich weiß gar nicht mehr, wie schnell der geht. Achso, naja, dann ist das super. Ich bewahre mir immer den Optimismus. Ja, guck mal, da hinten brodelt das Wasser vom Lüttfisch. Siehst du das? Ja, In einer das ist Flucht mit den Enten. ist geil. Also das ist hier wirklich jetzt gerade das Zuhause von Jungle Boy. Das ist jetzt Natur pur, ne? Also vom Gefühl her ist das hier echt einfach mittendrin, so into the wild. Wir essen auch nichts mehr oder wir jagen noch einen Hirsch nachher. Ich würde vorschlagen, sag mir einfach, was wir zur Verfügung haben, was für Plätze, was für Köder du jetzt ranmachen würdest. Ich würde auch gerne mal wissen, was für Rigs du angelst oder wie du das so, also einfach mal, wie du so angelst, mal kurz so einen Crashkurs und dann überlege ich mir, was ich mache. Eine mache ich wahrscheinlich ganz genauso wie du und bei der einen mache ich einen kleinen karstischen Einfluss rein. Von 2 mm über 6 mm bis hin zu 20 mm. Ja. Fisch ich regelmäßig. Wir haben halt auch doch schon viel Weißfisch, aber wenn er nicht da ist, nagt halt auch nichts dran rum. Wir haben keine Wallankrabben, wenig Krebse. Und
Von daher denke ich, haben wir wenig Mitesser. Guck mal, siehst du den Unterschied? Den farblichen Unterschied des Pellets hier? Ja. Ja, die fangen nicht und lösen sich schnell auf. Krass. Ja. Der rote Farbstoff ist Eisensulfat. Tatsächlich, ja. Und laut Futtermittelverordnung darf das nicht mehr verwendet werden. Da wird sie noch viel tun. Was macht Eisensulfat? Das weiß ich tatsächlich nicht. Also es scheint ja auf jeden Fall rot einzufärben. Also bei uns im Gewässer ist es so gewesen, dass wir vor 6, 7, 8 Jahren gar kein Kraut hatten, nur Mummeln und Seerosen an den Rändern. Und damals war es so, hier gab es einen, der hat hier relativ viel und erfolgreich auf Karpfen geangelt über Jahre. Und der hat ganz viel über Futter gemacht und der hat auch ganz klar recht gehabt, die Karpfen sind gezogen, der hat 6, 7, 8, 9, teilweise 12 Fische die Nacht gefangen. Und da lief das relativ gut. Und dann wurde irgendwann das Wasser klar, aufgrund der Tatsache, dass die Pflanzen mehr gewachsen sind. Seitdem bringt es mit dem Futter nichts mehr. Wenn du viel fütterst, wir haben auch schon über Wochen viel gefüttert, haben wir gar keine Fische gefangen und mit dem Aquaskop geguckt und tatsächlich gesehen, dass da nichts weggefressen worden ist. Und seitdem läuft es mit dem Futter halt nicht mehr. Da haben sie wahrscheinlich viel mehr natürliche Nahrung auch einfach. Das denke ich auch, ja. So, ich dachte, der kriegt die Kurve nicht. Eher die oder die? Also eher groß oder klein? Wie fischst du hier? Klein eher. Ich habe auch 6er noch, wenn es noch kleiner. Weil da am Fluss ging es eher immer tendenziell größer. Ja? So, zeig mal, wie du hier angelst einfach. Ja, mit dem Zip. Warum? Ja, weil es Fische fängt. Okay, und dann hier einfach relativ langes Vorfach machst du? Wieso? Weil es fängt. Das ist so. Okay. Ja, okay. Und Weil dann- lange Vorfächer immer misstrauische und große Fische an den Haken bringt. Mhm. So misstrauische haben wir hier nicht, aber große. Ja, okay. Also stabil, aber weich. Einen ganz normalen Haken kleines Haken. anschärfen findest du jetzt auch nicht so. Nee, Okay. Und dickdrehtig würdest du schon machen, damit er was hält, ne? ja, wegen der Belastung. Ich habe 45 Lips im Leadcore, 42 beziehungsweise hier habe ich geflochten drauf und 60er Mono vor für die längere Distanz und ansonsten fische ich 42 beziehungsweise 45er Monofiele immer mit dem Leadcore vor. Das braucht man hier auch, macht hier Sinn. Oh Mann, ey Leute. Wisst ihr eigentlich, wie ich mich fühle? Ungefähr so. Das ist schon geil. Es ist einfach ein Abenteuerleben schlechthin. Das könnte ja alles passieren einfach. Nichts oder alles. Dann machen wir das. Ja, nee, wie gesagt, und gerne hier bedienen, ne? Oder machen und tun, wie ihr wollt. Mega. Ja. Super gut. Ich kann schon mal eine Mische basteln, ne? Mach schlimmer. Oder ist das nicht videokompatibel doch, ne? Doch. Ich finde, wir sollten Angeln so darstellen, wie es ist. Und das gehört dann auch dazu. In diesen schön blank geschnittenen Filmen, in der Angeln immer so. Das sind wir ja halt auch nicht. Oder mal, manchmal nicht, manchmal ja. Oder? Ja, da oben im Briefkopf deine Adresse. Das wäre wirklich wichtig. Ich habe noch ein Problem. Ja? Weiß nicht, wo du wohnst, oder? Ja, wirklich. Mit Namen, ne? Ja, wäre gut. Carsten Dschungeljunge. Sie nennen mich auch Carsten Mogli. Ja, die Frisur passt. Ja, wirklich. Da wurde ich in letzter Zeit witzigerweise zweimal hintereinander genannt. Weißt du, was richtig lecker ist? Die Pflaume. Der Pfirsich war auch schon gut. So Leute, ne? Bei uns wird natürlich alles auch offiziell gemacht, ne? Das ist der Erlaubnisschein für die Schwentini hier. An der Waterkant. Wie viele dieser Scheine ich schon ausgefüllt habe dieses Jahr. Und dabei wissen die alle nicht, ich habe noch nicht mal einen Fischereischein. Meine Mutti. Ich wollte noch gerade sagen, die Mutti ruft an. Wirklich? Die ist tatsächlich leer. Schlag-leer. Oh nee. Nee. Jetzt musst du doch noch früh baden gehen. Jetzt geht's Was schon. war das? So ein, Nee, ne? Der ist nicht mal hier und verteilt schon seinen Tackle in der Schwentine. Erzählt was vom bleifreien Angeln. Jetzt sag nicht, du hast keine mit. Du hast so viel Jahrmarktsäcke mit und hast keine zweite Routen. Doch, ich habe eine. Na klar, siehst du, Carsten ist auch vorbereitet. Was hast du erwartet?
War doch nur ein Ja, Fake. das war habe ich nur- im Grunde erwartet. Das war nur ein Fake, weißt du? Also ich wollte nur mal gucken, wie du reagierst. Ja, stinkend sauer, zu Recht. Ich vermute mal, so wie ich diesen Verrückten und dir einschätze, angelt er bestimmt auch Einser-Haken so. Die richtig dickdrähtigen. Auf Karpfen. Oder? Ich? Ja, ich. Hier, guck, so zum Beispiel. Geht. Was geht da? Karpfen, Ach je. nur die großen. Deswegen fange ich auch keinen, weil ich keinen großen fange. Die kleinen fange ich damit nicht. Also es ist so, das ist halt einfach, was soll man machen? Wenn du halt Montagen für nur die großen baust und dann gibt es da keine großen, nur kleine, dann kannst du halt nichts fangen. Das ist ja logisch. Aber das ist das Schöne. Hier bist du im Fluss in Norddeutschland. Hier geht alles um nichts. Das war Hier nicht. kannst du dich richtig beweisen, mein Lieber. Ich muss erstmal überhaupt einen Fisch fangen, einen guten, wäre mega krass. Und wenn ich einfach nur so eine 3-4 Kilo Brasse fange, dann feiern mich meine Leute auch schon als den Bleienkönig. Also von daher kann ich nur gewinnen. Also eine Brasse werde ich ja wohl hinkriegen, ich bitte euch. Oh. Ja, wir haben die Schwerter gekreuzt. Hier, Carsten, guck dir das an. Feinste Ware. Alter. Ja. Guck mal, da kommt ja auch wieder so ein Krautteppich runter, links und rechts. Und wenn das dann da durch die Absenker geht, dann ist vorbei. Hey Leute, ich angel hier so einen ganz simplen, rudimentären Schuh hier durch. Montagen ohne viel Schnickschnack, schnell gebunden, wenig Klimbim dran. Ich halte mich einfach mal an die Vorgabe, die hier mir der Mensch beibringen will. Keine Experimente, einfach mal ganz einfach und effektiv. Und hier kannst du jetzt aber keine Wallerroute machen. Ja, schlecht. Kannst du das mal bitte da vorne wegzuppeln, den Scheiß? Ui. Ja, mal gucken. Hier rucki zucki sind die 3 Routen startklar. Krasses Angeln. Also ist so, bis jetzt ist auf jeden Fall alles effektiv hier. Wird abgeliefert einfach. Machen und abliefern. Wenn das mit den Fischen auch noch so läuft, na dann. Lieber Scheißgefühl und was fangen oder ein gutes Gefühl und nichts fangen? Ja, lieber Scheißgefühl und was fangen, also mit Abstand auf jeden Fall. Okay. Weil bei gutem Gefühl ist die Enttäuschung größer, beim Scheißgefühl ist die Freude größer. Aber ein gutes Gefühl, was fangen, ist eben so gut. Also das Beste, eigentlich ist das Beste ein gutes Gefühl, was fangen. Und dann ist so richtig bestätigt. Ja, und genau so wird das kommen. Okay. Dein Wort im Gottes Ohr. Ja. Haben wir hier noch einen Quadratmeter? Es ist auch echt lustig, Leute, wie Lars hier füttert. Ich finde es geil, weil es ist dieses dezente kleine Fallenangeln, kleine Pellets, nur ganz mini, bisschen Lockwirkung, die wühlen dann so ein bisschen Ja. rum und da liegt mal ein großer dazwischen. Die Weißfische Viel auch mehr schon. mein Angeln als so krasses Futterplatzangeln. Finde ich sehr schön.
Danke dir. So. Okay, Leute. 2 Routen liegen. Eigentlich darf man hier mit 3 fischen, aber ich habe jetzt einfach nur 2 mitgebracht, weil wir morgen noch einen auf Wels legen wollen. Da wollen wir noch ein bisschen auf Wels testen und ich habe tatsächlich auch noch keinen guten Wels gefangen. Aber geil, spannend, ey. Krasses Gewässer. Lars haut auf die Pauke. Ich bin diesmal ganz bescheiden. Vielleicht ist das ja das Erfolgsrezept. Wir sind echt tatsächlich heute richtig schnell und vorbildlich hier fertig. Ich glaube, das liegt wirklich an Lars seiner väterlich-zärtlichen Fürsorge, dass hier einfach recht schnell alle Routen im Wasser sind. Und nee, aber ich finde das gut. Wir gingen wirklich zacki zacki. So, da hast du mal ein paar Loop, dann noch ein paar mehr. Und jetzt muss ich halt wirklich natürlich erstmal seine Box auffüllen, weil ich sehe jetzt das erste Mal ein, was hier eigentlich für ein Verschleiß ist. Wirbel und Drähte, hast du die in dem gleichen Fach? Ja, das geht. Hier hast du für die Absenker ein paar kleine. Das sind nochmal ein paar kleine für die Absenker. Nochmal ein paar große Gummis in L. Hast du hier nochmal ein paar große grüne in L. Hier hast du nochmal schwarze Loop. Ja, Loop ist immer gut. Ein Eben Paket großen. großes. Ja, das reicht auch So. vollkommen. Ja, super. Bist du erstmal ein bisschen versorgt. Ja, So, also meine. Danke. Ja, also ich glaube, wenn das mehrere Fische geben sollte, dann werden wir nicht so lange warten müssen. überraschenderweise bin ich irgendwie ruhig. Und das ist eigentlich ein gutes Gefühl. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man so krass fiebert und so krass so innerlich aufgeregt ist, als wenn es dann gerade nicht läuft. Und irgendwie ist hier so ein bisschen so eine ruhige, zufriedene Ruhe. Ja, also wie gesagt, ich glaube auch. Prozentual kann ich das nicht mehr schlecht sagen, aber wie gesagt, bis 0 Uhr würde ich sagen, sind wir bei 90 bis 95%. Wenn danach nichts kommt, vielleicht in den frühen Morgenstunden noch. Ansonsten erachte ich das als sehr schwierig. Also das ist auch jetzt hier wirklich ein bisschen die Alles- oder Nichts-Tour, weil nach diesen ganzen Flussdingern ist das hier meine letzten 4 Tage Flussangeln für dieses Jahr wahrscheinlich und meine letzte Chance, da nochmal einen Fisch zu fangen. Und es gibt einfach keinen Aber. Die Sektdusche muss kommen. Also ich habe gefragt, was machen wir jetzt, wenn es beißt, wenn die Route abläuft. Und Lars meinte eigentlich im Prinzip, man springt ins Boot, lässt die Schnur durchhängen, fährt ein Stück, kurbelt halt immer mal wieder die Schnur auf, aber fängt mit dem eigentlichen Drill wirklich erst über dem Fisch an, dass man dann so die Schnur aufnimmt. Ja. Und Das wäre, glaube ich, der richtige Schritt. das ist meine Chance. Und Lars hat da drüben seine Flotte. Ja, Und wenn hier eine von diesen Routen hart lospiept, dann geht's los. dann geht's los. Irgendwann wird dieser Fisch beißen. So, wo die Pfanne hast du gesagt, heißt hier Die ist oben. ja oben. Junge. Ich hab's nicht verstanden, Lars. Du machst jetzt die Butter in das Sandwich rein. Ja, so kenne ich das, aber Ich mach beides. alles machen. Ich mach beides mal. Ja, mach mal. Weil dann würde ich jetzt einfach machen und Ja, immer rein. direkt weitergeben. Ja, würde ich sagen. So, also klar fängst du mal mit 80 Fisch. Klar, Aber- fängst du wieder 80 Fisch. Die Regel sagt halt ganz klar, es ist in der 2. oder 3. Nacht. Ja, und bei den Karpfen wohl halt auch. Der Schuppenkarpfen war das eine Mal, wo ich dir das Bild da letztes Jahr geschickt habe, auch. Das war im Grunde irgendwie klar. Erst nach ging so und dann ja ein Spiegelkarpfen per Tag, das war schon irgendwie komisch. Und im Grunde es war so ruhig und dann ist ganz klar, entweder du hast einen Endfisch oder es gibt gar keinen. Das ist die Marschroute ist klar. Die gibt das Gewässer schon vor. Und wenn du die so ein bisschen auskennst, ist ganz klar, entweder du schneidest oder es gibt genau so einen Fisch. Dazwischen kommt nichts. Und es ist dann ja auch so. Ja, wie gesagt. Wie gesagt, Schneider ist ja dann auch nicht schlimm. Aber Ist es mir ist gerade erst bewusst geworden, dass hier jederzeit ein Fisch abgehen kann.
Geilo, Fische. Auch wenn ich noch gar nicht weiß wie, aber. Leute, ey, ich weiß gar nicht so richtig, wie das jetzt hier eigentlich passiert ist. Wir sind aufgewacht, dachten, scheiße, Blenknacht, und jetzt sitzen wir auf einmal hier. Und Carsti hat natürlich noch nicht den Karpfen am Land, aber ich glaube, eine meiner größten Brassen meines Lebens. Und Lars hat hier gleich schönen Fisch, ey, schöne Farbe. Zeigen wir mal. Wirklich, super schöne Farbe. Bin schon mal Release. Wo ist er noch? Carsten hat einen Fisch gefangen. Das ist unser Thumbnail auf YouTube. Ich mit der Brasse und du mit dem Fisch. Soll ich dir mal die andere Route geben? Wir holen alle jetzt rein einfach, wa? Ja. Hast du Bock, erst deine zu machen? Ich glaube, auf die Popperroute kommt erst der Biss, genau wenn du die dritte drin hast. Ein bisschen Futter reinstreuen, für den Fall, dass wir nochmal zurückkommen. Also hier gibt es jetzt noch das Problem, dass der bei manchen Angeltechniken auf Wels nicht so gut auslöst. Da habe ich noch einen Trick. Dann mache ich den Zip in groß mit dem Gummi. 3 Kilo Steine hält der. Ich glaube aber, der neue Snap ist eigentlich die Welsmontage. Ich habe gehört von Leuten, die Wels angeln, dass Welse teilweise eigentlich den Köder nur nehmen und langsam losschwimmen. Die meinten, dass du vorsichtige Welsbisse verlierst, wenn dieses Auslösen nicht so schnell kommt, weil der Hakeffekt nicht durch den Stein, sondern durch die Rute kommt. Die Frage ist, wäre beim Baller das Ziel, dass der auch schnell auslöst? Ja, oder weil er hat sich ja gehakt in dem Moment. Sofort eigentlich, sofort, zack und Gut, auf. sei denn, du hast schon verhaken, dann natürlich nicht, klar. Ja, ich meine, es könnte ja sein, dass es gut ist, wenn er den Stein noch einen Meter über den Grund zieht, bevor er auslöst. Kann man machen, das ist, glaube ich, auch immer eine Empfindungssache. Der eine wird wahrscheinlich sagen, oh, ich hätte gerne, der löst gleich aus. Der andere würde sagen, ich möchte gerne, dass der Meter über Grund schleift. Über Grund schleift ist für mich immer so, wir haben Muschelbänke, wir haben viel Totholz, wir haben viel aktives Holz, wir haben ganz viel Kraut. Da ist die Gefahr des Festsetzen immer sehr hoch. Bringt mir zum Beispiel nichts. Kann ich aber verstehen, wenn man in größeren Flüssen mit wenig Hindernissen, beziehungsweise mal mit einer Buhne, hast du bestimmt eine ganz andere Situation. Würde ich nicht über einen Kamm scheren. Aber ich für mich, wenn ich das entscheiden dürfte, würde ich, glaube ich, sagen, sofort ausklingen. Und ja. dann zur Not über die Route nochmal anschlagen. Und du siehst ja auch, wie wir fischen hier vom Boot aus. Wenn da die Liege oder die Matratze liegt, du hast die Routen nicht mal einen Meter hinter dem Fußende. Top-Bedingung, bist sofort an der Route. Hier mit dem Karpfangeln nicht anders. Es sind keine 2 Meter zwischen Rotpot und Liegefläche. Dementsprechend. Nee, aber das ist gut, genau so diese Erkenntnisse auch, weil ich weiß jetzt schon, wenn ich nach Hause gehe, wieder so ein bisschen mehr, was ich machen muss. Und das denke ich, wenn wir das die 3 Tage jetzt wirklich immer noch mal durchgehen beim konkreten Anbauen, dann kann ich nach Hause fahren und weiß schon viel genauer, wo ich hin muss. Und wenn ich das weiß, dann kann ich auch wirklich so in einem Tag das runterkonstruieren, Prototyp drucken und fertig. Ne? Ja. Aber dazu muss ich erstmal die Bedingungen kennen. Du kannst ja auch anderweitig auch Waller fischen. Das kann ich dir ja auch mal zeigen, wie ich das fische statt im Blei.
oder Stadtdisplays und wie das halt funktioniert vor 2 Jahren im Sommer. Und da habe ich ja schon mit den Dingen auf Walle gefischt. Deswegen bin ich jetzt gerade so verwundert, dass dann jemand sagt, das funktioniert so nicht. Weil da bin ich ja wahrscheinlich dann tatsächlich schon weiter wie jeder andere. Ja, Weißt du, was ich meine? Also es ist nicht böse gemeint, aber Nee. da bin ich in der Praxis tatsächlich wahrscheinlich schon einen Ticken voraus. Also da, ich glaube, der Zit ungesehen in groß wird definitiv Steine bis 2 Kilo halten können. Also wenn ich mir das so angucke, auf jeden Fall. Und das mit der Route liegt ja an der Route. Es gibt ja weiche Routen, nachdem du Freestyle oder abspannst, also mit U-Pose, dann fischt, nimmst du ja eine Routenhärte. Und das ist ja der entscheidende Faktor. Also wir werden hier harte Theorie, Taktik, Diskussion führen. Ich habe schon ein bisschen Angst, aber ich bin auch ein bisschen geil. Oder so heißt das doch immer, oder? Ich habe einige Sachen in der Entwicklung und im Petto und die kommen alle dieses Jahr noch raus. Es wird nach langem Reden finalerweise endlich was geben. Das probieren wir mal aus, morgen. Ja, guck mal, müssen wir. Krieg ich wieder auf die Schnauze. Gerne, kein Problem. Kleinen Mogli auseinandernehmen, das machen alle gerne, weißt du? Aber das, Leute, deswegen bin ich hier und deswegen diese ganzen Deutschland-Touren, um genau das zu lernen von guten Anglern in ihren Spezialgebieten. Wie mache ich die Montagen so, dass die wirklich sagen, geil. Ja, aber das sieht sehr gut aus. Und auch von der Stabilität ist der halt auch ordentlich. Der kann auch ein bisschen angeritzt sein und reißt Ja, sehe ich trotzdem. schon, ja. Ja, ist dann über die Materialstärke geregelt, ne? Und deswegen auch dieses Bauchige, weil der sonst wäre er zu straff. Da musst du dann schon richtig hart ziehen. Toll. Oh, er hat toll gesagt. Leute, habt ihr es gehört? Er hat toll gesagt. Er hat toll gesagt. Es geht runter wie eine Mische. Trinken wir aber nicht. Es ist voll konfrontativ auch das Programm, was du dir ausgesucht hast. Scheitern ist ein geplanter Unterteil offensichtlich auch. Weißt du, ich habe ja auch eine Rap-Karriere hinter mir. Damals als Jugendlicher habe ich lange so Texte geschrieben. Positiven, lebensbejahenden Rap, haben wir immer so schön gesagt. Aber es gab eine Zeile, die mich begleitet hat. Wie waren die? Danke all denen, die hart zu dir waren. Die Wahrheit sprachen vor Jahren. In der Gegenwart ist es der Balsam. Man lernt halt nur aus Fehlern und man lernt halt nur daraus, wenn es wehtut. Wenn man dann aber in der Lage ist, dass die Kritik, die Erkenntnisse richtig umzuwandeln und richtig umzusetzen, dann kann man halt am meisten lernen. Und deswegen, ja, Konfrontationskurs definitiv, bis die Dinger perfekt sind. Zeig mir mal genau, wie du es machst. Ich zeig dir mal, wie ich es mir dann denke als Lösung und dann sagst du, ob das gut ist oder anders. Und am Ende fahre ich nach Hause und bastel das, was du mir sagst. Ach, schon wieder. Den Platz hätte ich jetzt auch gern. Ja. Ja, freundlich, die norddeutschen Damen. Und die haben Zuck drauf. Was soll ich denn jetzt noch sagen? Legen wir los. Hier ist Zuck drin. Ja, na, normalerweise ist es natürlich, man sitzt da, alles ist totenstill und dann kommt dieser Biss, der ja meistens auch so ein Vollrun ist und auf einmal pusht dieses Adrenalin auch so richtig hart ins Blut. Und hier, das war jetzt so ein bisschen so wie surreal, so, oh, da ist ein Fisch dran beim Einholen. Und auch bei mir, wir sind dann rausgefahren, ich habe das ganze Kraut da rausgemacht und am Ende so, oh, das ist fest, hat sich rumgewickelt und Lars dann schon, na, da hast du auch einen Fisch. Und ja, da haben wir das da losgemacht und einen Fisch gefangen. Und genau dieser Moment, wo man so weiß, jetzt geht hier die Action ab, die hat gefehlt. Aber was wir da schon gesehen haben, wir haben einen Fisch gesehen, Maschine, also wirklich ein Monsterfisch, der da an der Stelle war. Ja, und hier, man sieht das hier auch mal so schön, 1 Million Paddler unterwegs. Von daher ziehen wir jetzt in einen Bereich, wo wir trotzdem am Tag angeln können, ins Tiefe. Aber ja, es fehlt noch so ein bisschen dieses Kick-Gefühl. Ich brauche jetzt diesen Kick. Auch lustig, wie in jeder Situation so unterschiedliche Herausforderungen sind. Ne? Im Rhein die ganzen Frachter. Hier hast du halt 1 Million Paddler, Stand-Up-Paddler. Und hier ist die Schnur über dem Kraut zu flach. Wir müssen jetzt da umziehen. Und für mich bleibt das Thema Durchkämpfen. Also ich habe, ich glaube, eine der größten Brassen meines Lebens gefangen, was ich schon mal witzig finde. Aber auch so durchkämpfen im Sinne von durchs Kraut durchkämpfen. Wir haben halt wirklich überraschend heute Morgen diese 2 Fische gehabt. Super schöner Fisch von Lars, also schwarzer Rücken, noch nicht der Endfisch, aber schon mal geil.
Havarie, Leute. Meine Güte, ey. Ja, es hat gerade den einen E-Motor entschärft und jetzt müssen wir uns hier, es ist halt echt ein harter Krautfight hier. Hilfe, dann springe ich hier rüber und fahre schon mal weg, wa? Ja. Oder nimmst du eine Mütze noch mit? Ja, das ist auch eine gute Idee. Schaffen wir das? Klar, zur Not ist sie nass, aber das schadet nicht. Ist der Kopf wenigstens kühl. Alter, geile Mütze. Ich bin nicht langsamer als alle anderen. Du bist sogar müde, aber wir nicht. Boah, ich sage mal, keine Tour ohne Kampf, ne? Ein bisschen Einsatz muss halt noch sein, ansonsten gibt es doch keine Fische. So ist es.